Höher, höher, immer höher. Das ist natürlich immer so die Devise, die man beim Trompetespielen hat. Man möchte irgendwie hohe Töne rausbekommen aus der Trompete und versucht auf alle möglichen Wege höhere Töne spielen zu können auf der Trompete. Am Anfang ist es erst schon gequetschtes Geräusch, so ein Squeeze nennt man es auch im Amerikanischen, und letztendlich trainieren wir genau das, damit aus diesem Geräusch letztendlich dann am Ende auch ein Ton werden kann. Doch wie können wir uns dem Ganzen annähern? Da gibt es verschiedene Übungen. Ich habe hier auch schon ganz viele dazu gemacht zum Höhentraining auf der Trompete und unterschiedlichste Trainingsgeräte für unsere Muskulatur, für unsere mimische Muskulatur vorgestellt. Und heute zeige ich dir eine weitere. Und zwar brauchst du hierfür natürlich dein Mundstück, deine Trompete im Endeffekt dann. Aber wir brauchen noch was, was wir durch unser Mundstück schieben können. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Holzspieß. Da gibt es natürlich auch so ganz schmale Strohhalme zum Beispiel. Die kannst du auch benutzen. Wichtig ist, dass eben dieses Teil durch dein Mundstück passt. Jetzt machst du deinen Ansatz, wie du es gewohnt bist. Und schiebst dein Strohhalm, dein Holzstäbchen und so weiter durch das Mundstück. Wichtig ist, lass danach die Muskulatur locker, dass du danach eben dieses Holzstäbchen zwischen deinen Lippen platzieren kannst. Wichtig ist, mach es mit einem sauberen Mundstück, weil dieses Holzteil wird am Ende zwischen deinen Lippen landen. Das heißt, du hast es auf jeden Fall im Mund bzw. vor den Zähnen, aber Kontakt dazu. Also vielleicht vorher nochmal das Mundstück sauber machen. So, wir machen es noch einmal. Mundstück platzieren, Holzstäbchen rein und locker lassen. Jetzt haben wir hier einen Punkt, mit dem können wir gleich trainieren. Wichtig ist, dass dieses Teil vor deinen Zähnen ist, nicht dazwischen. Also nur die Lippenmuskulatur hält das Stäbchen. Und jetzt können wir die Lippenmuskulatur anspannen und du wirst sehen, ich zeige es dir auch gleich näher in die Kamera, das Lippenrot verschwindet mit der Anspannung. Hier ist kaum noch was zu sehen. Und genau dieses Training kann man hier absolvieren. Das heißt, wir haben unser Mundstück als Orientierung. Und jetzt spanne ich an. Ich kann immer wieder oder eben maximal anspannen und das versuchen, so lange wie möglich zu halten. Wenn du hier ganz bewusst reinspürst, dann merkst du ganz genau, welche Muskelpartien jetzt angespannt sind, welche Muskeln an Stärke verlieren, also schwächer werden. Es kann auch sein, dass hier und da so ein Zucken kommt. Man kennt es aus anderen Bereichen des Sports, wenn man untrainiert ist, wird es eben anstrengend und dann fängt die Muskulatur an zu zittern. Ganz wichtig, baue diese Übung immer ganz am Ende von deinem Trompetespielen ein. Du wirst danach definitiv Regenerationszeit brauchen. Die Muskulatur muss sich erholen, sie war stark angespannt und dementsprechend braucht man natürlich Erholung in diesem Bereich. Ja, und wenn wir das gemacht haben, ganz wichtig, natürlich auch der Übertrag auf die Trompete. Wir suchen uns unsere Position wieder. Und versuchen eben so ein Squeeze, so ein Quetschgeräusch auf der Trompete zu erzeugen. Und wichtig ist immer, es ist anfänglich nur ein Quetschen, aber aus diesem gequetschten Ton wird in ein paar Tagen ein richtiger Ton. Und das ist doch wunderbar, dass wir genau auf diesen Punkt hinarbeiten, dass wir auch so hohe Lagen auf der Trompete meistern können. Übertreib's nicht mit dem Training, nimm's hinzu und ganz wichtig, immer am Ende deines Übealltags. Das war's. Probier es aus. Schreib in die Kommentare, wie es funktioniert, was du von der Übung denkst, beziehungsweise was es bei dir bewirkt hat. Und am Ende gerne noch ein Like und Abo da lassen. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.